Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Hajo, ich mache das Key Account Management bei Böker und bin außerdem ständiges Mitglied im Produktentwicklungsteam. Heute soll es um ein paar Messer-Basics gehen. Es geht darum, Messer zu handhaben, Messer zu pflegen und den Zustand von Messern zu beurteilen. Das Video richtet sich nicht an die totalen Messer-Diehards, die schon Wochen und Monate Nettozeit mit dem Thema Messer im Netz und mit Freunden verbracht haben, sondern an Leute, die Messer haben, die Messer nutzen und ihre Messer mögen und einfach mit ein paar Tricks und Kniffen noch mehr Leistung aus ihrem Messer kriegen und noch mehr Freude mit wirklich wenig Pflege. Und im Wesentlichen gibt es natürlich zwei Bauarten. Das sind einmal die Klappmesser und auf der anderen Seite die feststehenden Messer. Ein bisschen grob vereinfacht, aber im Wesentlichen sind das natürlich die beiden etablierten Sachen und wir fangen an mit den Klappmessern. Typischerweise die größten Verstecke für Schmutz bieten bei Klappmessern Messer mit Rückenfeder. Das können Slipjoints sein, die haben keine Verriegelung. Oder auch Lockbacks, die haben eine Verriegelung. Aber hier unter der Klingenwurzel an der Achsschraube, da ist das Versteck für den größten Dreck. Und das ist eben nicht so offen gebaut wie ein Liner-Lock oder ein Frame-Lock und da sammelt sich eben relativ viel. Entweder, weil man sein Messer einfach in der Tasche geführt hat und es verfusselt mit der Zeit, oder auch vom Ausmachen. Ich kann das hier mal zeigen. Also hier haben wir zum Beispiel mal ein Messer, das ist schon fertig eingereidet, aber es ist natürlich noch kein Messer, was man benutzen kann. Hier sind noch scharfe Kanten, macht dann eben am Schleifbock dieses wunderschöne Messer draus. Und dabei kann sich zum Beispiel auch immer noch mal Schleifpaste in die Ritzen drücken, was man eigentlich erst merkt, nicht wenn man das Messer kauft, sondern gerade wenn man es anfängt mit Öl zu pflegen, dass es noch mal etwas, was sich in die Ritzen gedrückt hat, von dieser Schleifpaste anlöst. Also kann es sehr sinnvoll sein oder ist sehr sinnvoll, um wirklich eine gute Mechanik zu erhalten, das Messer regelmäßig zu reinigen. So kann sinnvoll sein, ein Messer, das man eben lange in der Tasche geführt hat oder das man vom Trödelmarkt gekauft hat oder das auf irgendeine andere Weise dreckig geworden ist, einfach zu reinigen. Und dazu kann man einfache Hilfsmittel benutzen, die jeder zu Hause hat. Am besten ist erstmal, wenn man das Messer einölt, gerade wenn es wirklich ein altes und dreckiges Messer ist. Dazu kann man Ballistol nehmen, das sind alles keine Schmieröle zunächst mal, oder WD-40. WD-40 ist noch ein bisschen aggressiver, das löst den Dreck wirklich sehr gut an. Beide Öle schmieren nicht sehr gut, aber die Belastung auf einem Taschenmesser, das ist keine Fahrradkette oder es ist auch kein Maschinengetriebe, also die Belastung ist relativ gering. Deshalb steht da eigentlich die Reinigung im Vordergrund und diese Öle schmieren eben auch ein wenig immerhin. Dann kann man es, je nachdem, wenn es wirklich ein altes Messer ist, man kann es über Nacht einweichen lassen oder eine Viertelstunde zumindest oder für Leute wie ich, die wirklich überhaupt keine Geduld haben, mindestens 3 Minuten. Und dann kann man zum Beispiel ganz normal mit einem Streichholz hier innen zwischen die Palatinen gehen und den Dreck von der Klingenwurzel raus nach außen schieben. Was man auch machen kann, man kann sich zum Beispiel mit einem schönen scharfen Messer noch einen kleinen Spachtel aus dem Streichholz schnitzen. Dann kommt man sogar noch ein bisschen mehr in diese Spalte und kann wirklich den Schmutz sehr gut rausschieben. Die zweite Sache, um ein bisschen flächiger zu arbeiten, ist einfach ein Stück Papier, das man sich zusammenfaltet. Und hier, das habe ich jetzt nicht einweichen lassen. Da können wir auch noch mal mit Ballistol rein. Mit dem gefalteten Papierstreifen rein. Und hier sieht man schon ganz gut. Das knirscht richtig. Wenn das wirklich sehr alte Messer sind vom Trödel, dann kann es wirklich sinnvoll sein, das tagelang zu machen. Immer wieder mit Öl nachzuspülen und das Öl immer wieder hin und her bewegen. Mit dem Papierstreifen und auch mit einem frischen Papierstreifen reingehen. Und letztendlich das überschüssige Öl immer wieder und das schmutzige Öl beispielsweise mit einem Küchentuch einfach abwischen, solange bis das Ölwasser rauskommt, klar ist. Und dann merkt man irgendwann auch, dass der Gang wieder sauber ist und das sollte man dann natürlich testen. Eine zweite Möglichkeit ist, das bietet sich an bei Ganzstahlmessern und Tools. Die kann man auch wirklich gut komplett in einer warmen Seifenlauge unter Wasser hin und her bewegen und öffnen. Das wäre ein Messer in dieser Bauart. Danach
Wenn man die Seife ordentlich ausgespült hat, kann man es in ein Küchentuch tun. Man sollte wirklich alle 4 Enden sehr gut festhalten und trocken schleudern. Und danach sollte man es einfach satt mit WD-40 einsprühen. Der Grund ist, dass WD-40 eigentlich kein Schmieröl ist, sondern Wasserverdränger. Und damit holt man einfach nochmal das restliche Wasser aus den Ritzen. Das ist es im Wesentlichen, was man zu Taschenmessern sagen kann. Die zweite Bauart sind die feststehenden Messer. Was sich hier anbietet, wenn man einen Neukauf macht, also vom Trödel oder einen Dachbodenfund oder was auch immer, man kann immer mal eine Klangprobe machen. Mit irgendeinem massiven Metallgegenstand. Wenn hier irgendwo ein Spaltmaß dran wäre, wenn irgendeine Niete nicht ganz fest wäre, dann würde man die Vibration sofort hören. Also das ist auf jeden Fall der Klang von einem guten und gesunden Messer. Ansonsten hat ein ordentliches feststehendes Messer wenig bekannte Schwachstellen. Was die Schwachstelle ist, ist die Scheide. Die Scheide ist nämlich aus Leder und Leder kann man zunächst mal mit dem Messer bearbeiten, das heißt schneiden. Deshalb sollte man das Messer wirklich immer sehr konzentriert zurückstecken. Wenn das Messer einmal in Ruheposition ist, da gibt es hier diese Keder bei traditionellen Lederscheiden, die Naht schützt. Dann passiert erstmal nichts mehr. Aber das Kritische ist halt das Reinschieben des Messers und insbesondere, wenn man eine neue Scheide hat und die ist vielleicht noch ein bisschen eng, man sollte niemals mit Gewalt mit dem Messer arbeiten, weil man dann die Gefahr hat, wirklich sich aus der Scheide mit dem Messer zu schneiden. Dann sollte man wirklich die Scheide gut drücken und quetschen und weiten und dann erst vorsichtig das Messer reinschieben, die Finger immer aus dem Gangbereich der Schneide erhalten. Leder ist außerdem Haut, aber tot. Das heißt, es wird nicht mehr versorgt mit Fett von dem Körper, wo es mal dran war. Deshalb empfiehlt es sich immer, ab und zu auch das Leder einfach mal innen und außen und wirklich ganz dick an den Nähten mit einem Sportwachs, also mit einem Lederwachs wirklich dick einzufetten. Das sollte kein Fett sein, das sollte kein Öl sein. Das trocknet das Leder ziemlich schnell aus, das merkt man, das wird wirklich hart. Eine Ausnahme ist es, wenn man eine Scheide mal schlecht gelagert hat und da ist Schimmel drauf. Dann kann man gerne mal mit Ballistol dran zum Beispiel. Das ist alkalisch, beseitigt Schimmel und dann sollte man aber wirklich auch sehr gut wieder mit einem Wachs nachfetten. Kydex-Scheiden zum Beispiel oder Kunststoffscheiden sind an sich natürlich sehr pflegeleicht und brauchen keine Pflege. Sollten die trotzdem mal verkratzt sein oder es sollte sich wirklich irgendein fieser Dreck hier in diese lederartige Narbung gezogen haben, die als Oberfläche haben typischerweise, dann hilft immer mal ein bisschen Cockpit-Spray aus dem Auto. Ein ganz wichtiges und zentrales Thema der Messerpflege ist natürlich noch das Schleifen. Das ist aber ein weites Feld, da machen wir noch mal ein eigenes Video für euch. Versäumt nicht, den Kanal zu abonnieren, den Böker-Kanal, damit euch das Video nicht entgeht. Ansonsten seid mir zu euren Messern und habt eine gute Zeit.